Ich glaube, Deutschland ist am besten, oder? In der Welt. In Deutschland hat Freiheit. Konnichiwa! Hallo, Yoshi und Asal Adventure! Hallo zusammen, willkommen zurück zu unserem Kanal. Heute sind wir wieder zurück mit einem neuen Thema. Und zwar, wir sprechen darüber, warum Yoshi nach Deutschland gekommen ist und 4 Dinge, was Yoshi an Deutschland gut findet. Im letzten Video, was ihr hier sehen könnt, haben wir darüber gesprochen, was Yoshi an Deutschland nicht so gut findet. Das waren 4 Dinge, das könnt ihr euch auch gerne angucken. Heute möchten wir darüber reden, was er an Deutschland gut findet, warum er nach Deutschland gekommen ist und was ihn hier gehalten hat. Okay. Ja, okay. Dann würde ich sagen, let's go! Erstmal erzählt euch Yoshi einmal darüber, warum er nach Deutschland gekommen ist und ob er schon immer den Plan hatte, nach Deutschland zu kommen. Er erzählt einmal kurz seine Background-Geschichte, was ihn überhaupt nach Deutschland gebracht hat. Und warum ich nach Deutschland gekommen bin? Um Fußball zu spielen. Ja. Seitdem ich ganz klein war, habe ich Fußball gespielt. Und ich wollte schon immer Profi werden. Ja. Und ich habe gehört, in Deutschland ist ein großer Markt für Fußball. Also, dieser Markt ist viel größer als Japan. Deswegen bin ich nach Deutschland gekommen. Ja. Auf jeden Fall, das war einer der Gründe, warum Yoshi nach Deutschland gekommen ist, um Fußball zu spielen. Und es gibt natürlich aber auch andere Sachen, die Yoshi an Deutschland gut findet. Die erste Sache, die du an Deutschland gut findest. Franz in Deutschland hat Freiheit. Jeder Mensch ist anders. Ah, okay. Also verstehe. jeder kann so wie er sein. Genau, also ich glaube, Yoshi meint das Thema Individualität. Das ist halt hier in Deutschland so, dass jeder so leben kann, wie er möchte. Ja, genau. Und es wird halt, also man darf halt sich ausleben, wie man möchte. Sie haben halt so eine sehr offene Gesellschaft, was das angeht, finde ich auch. Im Gegensatz zu Japan ist es halt so, dass ja, in Japan bist du ein bisschen eingeschränkter. Also finde ich auch, dass man halt nicht immer das machen kann, was man möchte vielleicht. Auch wenn man das nicht denkt. Aber wenn man da gelebt hat oder wenn man die Gesellschaft da sieht, da gibt es sehr viel Pressure und sehr viel Druck bei vielen Sachen, was wir hier in Deutschland nicht so haben. Und deswegen finde ich das sehr gut, dass du das sagst. Also immer Individualität, da bin ich auch voll dabei in Deutschland. Natürlich ist nicht alles perfekt, aber ja, was die Individualität angeht, hast du voll recht. Dass man sich da wirklich ausleben darf und kann. Und ja, genau. Danke. Gerne. Dann das Zweite, was du an Deutschland gut findest. Das Zweite im Gegensatz zu Japan, was dich hier in Deutschland hält. Zweitens, im Sommer ist es viel angenehm, das Wetter. Ah, ja. Ja. Ja, das stimmt. Also, es ist nicht so warm wie in Japan, ne? Ja, Japan genau. ist wirklich krass im Sommer. Also keine Feuchtigkeit. Ja, also das ist sehr, sehr, viel angenehmer, ob man es glaubt oder nicht. Schwül. Es ist sehr schwül in Japan. Ja. Also man schwitzt sich zu Tode. Und Nein, da ist es halt wirklich so, dass es halt 40 fast, Grad ja. warm wird. Deswegen ist es halt, und schwül. Ich glaube, die Kombination ist scheiße, ne? Ja, genau, deswegen fühlt sich mehr wärmer an Ja. als hier. Ja, es ist manchmal warm, manchmal 35 oder so, aber trotzdem trocken. Deswegen geht noch. Man sagt, wenn über 30 Grad wäre, oh warm, ich drücke. Ja, ich sag das Was? auch. Wie? Ich hasse das. Also für Japaner, okay, Ja, übertreibt man nicht. ich weiß, aber trotzdem. Ja, aber ich bin auch schon 5 Jahre hier schon. Ja, Deswegen für mich auch schon über 30 Jahre ist sehr warm. ja, finde ich auch. Ich finde 30 Grad ist wirklich schon zu warm. Ja. Also ich bin kein Fan vom Hitze und Sommer. Deswegen weiß ich nicht, ob ich in Japan überleben könnte. Aber in Japan gibt es Klimaanlagen. Ja, deswegen, ich bin überrascht. In Deutschland gibt es gar keine Klimaanlage. Ja. Auch in der Bahn. Das Ja. geht halt nicht. Ja, das ist halt, also wir haben auch jetzt in letzter Zeit in den Bussen und manchmal auch in einigen Bahnen gibt es auch Klimaanlage, aber ist nicht so, also in Japan ist es Standard, deswegen ja. Aber ja, das stimmt, also der Sommer in Deutschland ist viel angenehmer als in Japan auf jeden Fall. Draußen, ja. Wenn Aber draußen- drinnen. Ja, drinnen nicht. Und die dritte Sache, die du an Deutschland gut findest, im Gegensatz zu Japan. Dritte Sache ist Arbeitsbedingungen. Arbeitsbedingungen. Ja, finde ich viel besser das in Deutschland als in Japan.
Was genau findest du besser? Was ist in Japan nicht so gut und in Deutschland besser? Urlaub. Natürlich, wenn gute Firma oder diese große Firma hat Urlaub und ja, aber Deutschland ist auch kleine Firma so Ja, geregelt, ne? das stimmt, ist gesetzlich geregelt. Und ja, Ja, also Krankbescheinigung oder so. Die Angestellten sind gut geschützt. ja, das stimmt. Also in Japan ist es so, es gibt 10 Tage Urlaub. Also 10 Tage ist schon gut. Und es gibt auch eine gesetzliche Regelung, was Arbeit angeht und was Urlaubstage angeht. Es gibt aber trotzdem Firmen, die sich nicht immer dran halten. Und es ist halt schwierig, dagegen was zu machen. Also wir haben in Deutschland ein Minimum, also gesetzlich gesehen, ich hoffe, ich irre mich nicht, das sind 25 Tage. Aber meistens ist es so, dass der Arbeitgeber mehr macht. Also da bist du schon bei, mittlerweile sehe ich sehr oft so 30 Tage, ist bei mir auch so. 30 Tage, ich habe sogar mehr. Und in Japan sind es 10. Und das, was krass finde in Japan ist, dass wenn die krank werden in Japan, dass das von den Urlaubstagen weggeht. Ja, aber nicht alle. Nicht aber, weißt du, Aber das gibt es auch. ja, das macht man einfach so. Eigentlich geht auch nicht, ne? Ja, Ich geht glaube, eigentlich auch nicht. Geht nicht, aber Ja, also kleine Firma machen. machen einfach so. Ja, genau. Und das ist in Deutschland ja gar nicht so. Da bist du ja von Arbeitgeber, also jetzt vom Gesetz her gesichert. Wenn du krank bist, kannst du dich krank schreiben lassen. Da gehst du zum Arzt und so. Ja, das sind so die Sachen, ne? Das ist richtig krass. Und halt auch, ich glaube in Japan ist es in Deutschland 8 Stunden, sind halt gesetzlich geregelt. Du kannst auch Überstunden machen, aber du darfst in der Woche nicht über eine gewisse Stundenanzahl kommen. In Japan ist es nicht so geregelt. Da arbeiten die teilweise voll lange. Ja. Ja, aber es teilweise 10, 12 Stunden und das darf man eigentlich auch nicht. Ja. Ich glaube, Deutschland ist am besten, oder? In der Welt. Was arbeiten Ja, Dann die 4. und letzte Sache, die du an Deutschland gut findest und was dich in Deutschland hält. Ja, bitte. die Menschen sind öffentlich. Die Menschen sind offen. In Deutschland findest In du im Gegensatz Deutschland. zu Japan. Ich glaube, Ja. oder? Ja, das stimmt. Also, Japaner sind alle shy. Ja, ich habe auch gehört, dass man... Und die verhalten höflich, aber weiß man nie, was die Menschen drinnen denkt. Also ob die das wirklich so meinen, ne? Ja, das stimmt. Ja. Ja, ich habe auch sehr oft gehört, dass viele nach Japan ausgewandert sind oder viele Ausländer in Japan sich sehr einsam fühlen, weil es ein bisschen schwierig ist, Freunde zu machen in Japan. Ja, weil die Japaner sehr zurückhaltend sind. Ja, hier ist viel einfacher, so, die sind sehr offen, deswegen die zeigt Emotionen, Ja, zeigt seine Meinung. ja. Japaner sind ja. Also meinst du, dass sie dann... okay. Ja, das stimmt. Also Japaner können nicht, also nicht, natürlich nicht alle, ich will es nicht verallgemeinern, Ja, ja. bitte nicht missverstehen. Es gibt bestimmt Leute, die nicht so sind, aber man sieht, dass die Tendenz in der Gesellschaft ist so, dass sehr viele, also wenn ich in Japan bin ich immer, oh, alle sind so nett und so toll. Und Yoshi sagt, ja, aber das ist nur Fassade. Vielleicht sind die gar nicht so nett. Ich mache ja auch manchmal. So, also zum Beispiel neue das stimmt. Menschen kennenlernen, dann Ja. gut umgehen. Einfach damit keinen Stress bekomme, gut laufen, einfach so verhalten. Hm. Ja, ich mache auch, weiß ich, Japaner ist Standard. Ja, das stimmt. Deswegen zum Beispiel im Fußball. Ne? Ja. Ja, wenn man Japaner in Fußballmannschaften reinkommt, dann ist es schwierig. Viele Deutsche denken, Anfang habe ich nicht gemerkt, weil ich nicht Deutsch sprechen konnte. Ja. Aber wenn ich lang spiele, dann weiß ich. Also viele Deutsche denken, Japaner ist ein bisschen komisch. So. Ja, Japaner sind halt wirklich zurückhaltender. So. Und sehr oft habe ich auch so ein bisschen das Problem mit Yoshi. Also was heißt Problem? Ich bin halt sehr outgoing. Yoshi ist ein bisschen ruhiger. Und wenn man Yoshi nicht vielleicht kennt, denkt man, er hat keine Meinung dazu oder er hat kein Interesse. Stimmt aber nicht immer. Er hat eine Meinung und auch Interesse, aber er hält es sehr zurück. Und sehr oft muss ich fragen, was ist denn deine Meinung? Hast du denn, was ist denn? Also ich muss ihn fragen. Also das stresst mich auch. Ja, das stresst Yoshi. Ja, wenn Ja. ich nicht sage, dann ist nicht so wichtig. Lass es so, finde ich. Aber weißt du, Ja, Deutsche wollen
immer hohe Meinung. Immer Ja, offen ich zu finde das sehr, sein. sehr wichtig. Also, Ja, natürlich. das ist wichtig, weil Ja, natürlich. Deswegen sage ich ja, Genau. das ist gut. genau, deswegen sage ich ja auch, das ist gut. Ich bestätige das. Ja. Ja, ich finde sehr oft, viele Probleme sind nicht gelöst, weil man nicht darüber redet. Man muss nicht alles zu Tode reden, sage Ja, ich. Das ja. ist nicht die Sache, aber man muss darüber reden ab und zu. Also vor allem über Missverständnisse oder Probleme. Aber das ist schwierig. Das muss ich auch sagen. Zwischen mir und Yoshi müssen wir auch sehr viel lernen, miteinander zu kommunizieren, was das angeht. Offen zu reden, offen zu kommunizieren. Wir müssen immer noch lernen. Ich mag Deutschland zu leben. Ja. Ja, ich finde, ich fühle mich frei. Also, ich kann so sein, wie ich bin. Das ist wichtig. Wenn man fleißig ist, dann kann man, finde ich, überall leben. Ja. Aber ich glaube, besonders für Yoshi ist Deutschland auch, also passt sehr gut. Das, Ja, aber weil du mir geboren hast. Dankeschön. Ja, ich habe nichts. Alleine hätte ich nicht geschafft. Ja, ich habe ein bisschen mit Verwaltungssachen geholfen, aber jetzt nicht super viel. Also den Rest hast du alleine gemacht. Das mit dem Lernen und Hingehen und so, das war alles. So, das war unser Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Unser Ziel ist es, dieses Jahr noch 10.000 Abonnenten zu haben. 10.000. Ich weiß nicht, ob es so hoch gesetzt ist, aber wir würden uns super freuen, wenn ihr uns abonniert. Ja. Und Onegaishimasu. onegaishimasu. Falls ihr nochmal eine Meinung dazu habt, kommentiert sehr gerne unter unser Video. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bye bye.